Neurose und Psychose sind Bezeichnungen aus der Psychoanalyse und sind auch Bezeichnungen aus bestimmten anderen Richtungen der Psychologie und der Psychotherapie. Als Neurose bezeichnet man psychische Schwierigkeiten, die ein Mensch hat. Man könnte auch sagen psychische Störungen, die aber dem Menschen weiter erlauben, im Alltag umzugehen, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Von Freud heißt es zum Beispiel, dass er gesagt hat, jeder Mensch hat einige Neurosen. Neurose kommt ursprünglich von dem Ausdruck für Nerv. Neuronen sind die Nerven und irgendwie kommt aus der Aussage, dass da irgendwas im Hirn nicht so ganz stimmt, aber der Ausdruck hat sich verselbstständigt. Psychose dagegen ist eine so große psychische Störung, dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist, sein normales Leben zu leben. Ein Psychotiker sieht die Welt so anders als andere, dass es schwierig ist, mit ihm zu kommunizieren. Es gibt auch einen schönen Witz, der gerne erzählt wird. Was ist der Unterschied zwischen einem Neurotiker, einem Psychotiker und einem Psychiater? Der Neurotiker baut Luftschlösser. Der Psychotiker wohnt darin und der Psychiater kassiert die Miete. In diesem Sinne, wenn du neurotisch wärst, oder eigentlich du hast Neurosen höchstwahrscheinlich, dann erkenne einfach deine Spleens und deine Besonderheiten, die Luftschlösser und so weiter und sei dir dessen bewusst, nimm's humorvoll zur Kenntnis und von der einen oder anderen Neurose lass dich nicht so beherrschen. Wenn du mit jemandem zusammen bist oder wenn du jemanden siehst, der in einer Psychose ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine wäre, viele Psychosen heilen von selbst. Die zweite Sache ist, die Empfehlung, ihn zu einem Psychiater zu inspirieren oder irgendwo seine Bereitschaft einzuholen, dass du ihn zum Psychiater bringst, wäre das Wichtigste, was du machen kannst.